So, nun ist es an der Zeit, einen komplett neuen Artikel zu einer Variante hinzuzufügen. Dazu gehen wir jetzt tatsächlich wieder in den Bereich Variante hinzufügen und dann wählen wir zu einer vorhandenen Variantenfamilie hinzufügen oder diese aktualisieren. Ja, ihr findet es wie immer Lagerbestand verwalten, Variation hinzufügen. Wenn ihr hier auf diesen Bereich klickt, geht eine neue Zeile auf. Ja, das ist richtig gut und die könnt ihr direkt füllen. Hier habt ihr den Vorteil, wenn ihr es euch einfach machen wollt, ihr gebt natürlich eine SKU, EAN und so weiter ein, die es schon gibt, die ihr auch schon im Bestand habt, drückt Speichern, herunterladen, habt ihr eine vollständige Vorlage. Das jetzt aber nur Nebenthema. Hier könnt ihr komplett neu einen Artikel anlegen mit den Basisdaten SKU, Produktname, also Titel, Produktkennzeichnung, klar, UPC, EAN, was auch immer, gebt ihn ein, wählt das Variantendesign, ist ja quasi vorgegeben durch die Parent, wählt dann dafür einen Wert, macht das natürlich ordentlich, ihr seht schon hier, ist jetzt vermurkst etwas, dann neu eintragen, 1 Preis speichern, fertig. Jetzt wird das nicht automatisch angelegt, sondern Amazon gibt euch jetzt wieder die herunterladbare Lagerbestandsdatei, damit ihr die nochmal durchprüfen könnt. Das ist nun mal ganz wichtig, weil hier legt ihr ja quasi eine relativ leere Hülse an. Ja, diese Hülse ist natürlich noch zu füllen. Ich habe sie hier jetzt nicht gefüllt, sondern euch wollte ich nur einmal zeigen, wie das dann aussieht. Denn auch aus diesen Hülseninformationen kann Amazon tatsächlich alles anlegen. Und das Produkt, was wir da gerade einfach hinzugefügt haben, ist automatisch in der Variante drin. Das heißt, statt einen Artikel zu einer bestehenden Variante zuzufügen, haben wir hier tatsächlich die Möglichkeit, einen nagelneuen Artikel direkt mit in die Familie einzuheiraten. Ja, und dann natürlich ganz normal, ganz rechts im Seller Central bearbeiten und einfach noch die Daten ausfüllen, die so notwendig sind. Aber der Artikel ist halt direkt zur Variante dadurch zugefügt.